Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Das Video heute kommt ein bisschen verspätet, auf jeden Fall. Hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, wir befinden uns heute auf dem F24-Server. Der fusionierte Server von W46 bis W50. Und das hatte jetzt bis 17 Uhr gedauert, die Fusion. Und da werden wir uns jetzt zusammen einen ersten Einblick von dem Server verschaffen. Der zweite Grund ist eigentlich der hauptsächliche Grund, und zwar lag ich gestern komplett flach mit Magen-Darm irgendwie. Mir ging es gestern richtig beschissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, also mich hat es komplett aus dem Leben gehauen. Deswegen, eigentlich wollte ich heute auch den Tag ausfallen lassen, aber dadurch, dass wir jetzt hier ja, auf dem Server die Fusion haben, ist das dann, ja... hat es mich dann doch nochmal an den PC geholt. Ich wollte eigentlich auch streamen, hauptsächlich die Fusion hier. Allerdings kriege ich das heute nicht hin. Also da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber das Video wollte ich mir nicht entgehen lassen und den ersten Eindruck mal hier von dem Server mitzunehmen. Ja, wie gesagt, die Fusion hat gerade stattgefunden und hier haben wir jetzt auch schon den feierlichen Fusionscode. Den können wir auch einlösen. Fusion 24. Ja, mal gucken, ob der schon funktioniert. Okay, wir schauen da einfach mal drauf und gucken mal, ob der schon funzt. Denn ich hatte gelesen, dass der momentan noch nicht einlösbar ist. Fusion 24. Okay, hat anscheinend geklappt, sehr schön. Der müsste mir dann hier irgendwie gut geschrieben werden, denke ich mal. Ja, da ist er. 20.000 Kristalle, 40.000 Metalle, 200 Lucky Coins, 200 Sanduhren, 200 Pilze. Nehmen wir mit. Und wenn wir uns einmal unser Level anschauen, dann sehen wir hier bereits schon, dass das jetzt ja natürlich auch der erste Server ist mit der Kompensation für die Fusionen. Ja, und wer das letzte Video verfolgt hatte, der hat gesehen, dass wir da noch auf einem ganz anderen Stand der Dinge waren. Und zwar sind wir jetzt hier kurz vor Stufe 600. Das ist wirklich extrem heftig, muss ich mal so sagen. Und ist für mich auch definitiv was Neues, sag ich mal so. Es fühlt sich ein bisschen gecheatet an, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, zumal wir uns ja zum Beispiel auf der Stufe, wo wir vorher waren, ja neu equippen wollten im Legendary Dungeon, das dann zum Glück noch nicht gemacht haben und jetzt noch auf die Fusion hier gewartet haben, wo wir nochmal, ja jetzt fast Stufe 600 sind. Und das ist natürlich krass. Da hätte sich die Neuequippung im Legendary Dungeon letztes Mal gar nicht gelohnt. Ja? Wir haben nicht nur Level dazu bekommen, sondern auch eine Kompensation an Gold. Das Gold wurde allerdings noch nicht verskillt, weil woher soll man wissen, ne? Oder wollen die wissen, wie man am besten mit den Skills hier umgeht. Das Gold haben wir hier oben auf der hohen Kante noch zu liegen. 162 Milliarden habe ich jetzt bekommen für mein Level und das ist natürlich immer dann abhängig davon, welches Level ihr gewesen seid und dementsprechend wird euch dann natürlich auch das Gold gut geschrieben. Klar ist natürlich jetzt hier auch alles vollgelaufen, weil jeder, der die Fusion schon mal mitgemacht hat, ich denke mal, das sind zu 99% Leute, die hier zuschauen, außer, na gut, ich glaube vielleicht zu 90%, weil die Neuen, die auf den Europa-Servern anfangen, die wissen das ja gar nicht, wie das ist. Aber da ist der Server auf jeden Fall eine sehr lange Zeit erstmal offline, bevor ihr dort überhaupt dann wieder aktiv drauf spielen könnt, ja. Und genau, wir werden jetzt mal in die Ehrenhalle schauen, wie das hier so aussieht. Ach du Okay, wir sind auf Platz 148 gelandet hier. Wir können uns wahrscheinlich auch relativ schnell hochspielen, denke ich mal. Mein Name ist sogar schon weg, sehe ich hier. Aber ich glaube, das lag daran, wenn man mehrere Accounts, glaube ich, drauf hat oder so, ne? Oder? Nee, eigentlich hätte der... ich weiß es nicht. Jetzt bei Zombie ist der Name hier auch noch. Mit W50 hinterlegt, bei mir nicht. Ja, das ist jetzt der neue Server F24, bestehend aus
W46 bis W50, wo natürlich, wie wir schon in dem letzten Video bereits gesehen haben, ja, der W50-Server die stärksten Spiele hat, obwohl es auch der jüngste Server gleichzeitig ist. Und das bringt jetzt hier natürlich nochmal deutlich mehr, Abwechslung in die Ehrenhalle rein. Wir haben jetzt im Moment noch gar niemanden in den Top 30 hier von W50. Klar gibt es natürlich auch auf den älteren Servern hier und da Spieler, die trotzdem extrem durchgezogen haben und weit oben stehen. Ne, wir haben hier viele von Oblivion dabei, die sehr gut mit dabei sind, aber wir sehen hier auch von Crit Happens zum Beispiel, haben wir hier auch schon viele oben mit dabei. Man muss dazu sagen, wir haben es jetzt gerade eine halbe Stunde, nachdem der Server erstellt worden ist. Das heißt, das ist jetzt hier noch nichts aussagend, sag ich mal. Was viel interessanter ist, sorry, für die Aufstoßer hier, was viel interessanter ist, wird wahrscheinlich die Gilden-Ehrenhalle sein, wie sich das zusammensetzen wird. Hier haben wir zum Beispiel schon Crit Happens, die auf der 1 stehen, und hier haben wir schon Fusion Power. Fusion Power ist natürlich Fusionspower mäßig vielleicht eine Gilde, ich weiß es nicht, wie das hier gehandhabt wird. Eine Gilde, die eventuell sich auch mit anderen Gilden zusammensetzt auf dem Server. Aber ich bin, glaube ich, der Meinung, dass wir Fusion Power schon vorher gesehen haben, als wir uns die ganzen Server mal angeschaut haben. Und die waren ja auf W47. Also ja, aber dadurch, dass hier manche Gilden noch nicht voll sind, gehe ich mal von aus, dass hier bei einigen eine Fusion stattfinden wird. Wie gesagt, wir mit der Holzfällerhütte sind da eigentlich relativ unbetroffen von der Fusion. Also es stand auf jeden Fall mal ein Raum, dass man mal eine super Fusionsgilde gründet, aber da bleiben wir dann doch eher unseren Prinzipien treu, und die Leute, die hier in der Gilde schon auf W50 dabei waren und aktiv spielen, die sollen jetzt nicht ausgewechselt werden für Leute, die einfach nur besser sind. Ja, da liegt es uns dann doch eher am Herzen, eine Gemeinschaft so zu bleiben, und dann liegt halt eben ja das Augenmerk auf dem Platz in der Ehrenhalle an zweiter Stelle, muss man mal so sagen. Dafür sind wir halt immer noch nach wie vor ein und dieselbe Gemeinschaft. Es bleibt natürlich jetzt rauszufinden, wie stark jetzt die Holzfällerhütte auf F24 performen wird. Auf W50 waren wir die viertstärkste Gilde und da kam niemand an uns ran. Aber wir kamen auch nicht auf Platz 3 oder so. Ne? Ihr wisst ja, da waren wir in unserer eigenen Liga. Hier wird es bestimmt ein bisschen enger vom Battle her sein. Hier haben wir bestimmt mal so Gilden, die ein bisschen näher an unser Stärkeverhältnis rankommen. Und ja, Platz 4 muss man gucken, ob sich das hält. Alleine dadurch, dass sich hier schon ein paar Gilden fusionieren zu etwas stärkeren Gilden, gehe ich von aus, dass wir unseren Platz 4 nicht halten können, den wir auf W50 gehabt haben. Und das ist auch vollkommen fein. So, ne? Trotzdem ist natürlich der Aufruf an alle Leute, die sehr gerne bei uns spielen wollen, hier auf dem Server jetzt sind mit uns hier auf F24, können mir natürlich trotzdem sehr gerne schreiben, per Post oder so, ne? Und dann halt eben, ja, kann man trotzdem schauen, ob man dann nicht welche auf die Warteliste setzt, weil wir haben natürlich immer trotzdem ein paar Leute dabei, die ja, hier und da mal ein bisschen inaktiver sind. Ja, deswegen, da muss natürlich jetzt aufgrund der Fusion, ist natürlich klar, sind natürlich jetzt ein paar mehr Leute hier inaktiv. Aber ansonsten sind hier die meisten auch aktiv am Spielen eigentlich so, ne? Aber ja, trotzdem, wenn das Interesse da ist, immer sehr, sehr gerne schreiben. Wir sind da sehr gerne, ja, wir sind da offen gegenüber eingestellt, neue Leute auch aufzunehmen in unsere Gilde. Und deswegen, ja, werden wir sehen, wie die Hütte so performt, ob die Hütte abgerissen wird oder nicht. Ich glaube eher nicht. Ne? Aber mal schauen, es sind auf jeden Fall viele neue Leute hier am Start. Ne? Trotzdem sieht man relativ viel noch von W50, muss man sagen. Ja, aber es ist halt jetzt ein bisschen gemischter. Das ist, was jetzt nicht unbedingt verkehrt ist. Ne? Es wird sich sowieso jetzt über die Zeit erst einpendeln, wie hier so das Machtverhältnis auf dem Server ist. Crit Happens wird wahrscheinlich trotzdem auf Platz 1 bleiben. Da gehe ich eigentlich stark von aus. Ja, danach muss man dann schauen. Vielleicht ja, gründen sich dann schon Gilden, die dann schon
stärker sind als zum Beispiel Dead Valley auf W50, war ja, glaube ich, auf Platz 2 gewesen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall werden wir das definitiv mal beobachten und ich werde jetzt auch nachher erstmal mein komplettes Gold festskillen, was wir jetzt bekommen haben durch die Kompensation. Das ist natürlich auch einiges, ne? Und da geht dann auch wieder ein bisschen was in Ausdauer rein. Ne? Da gehen wir jetzt erstmal in Richtung 200.000, vielleicht sogar 250.000, dann machen wir so einen 50-50 Krieger. Ich denke mal, das ist ganz okay. Dadurch, dass jetzt auch viele gemischte Klassen hier unterwegs sind, ist es generell eher besser, so 50-50 zu machen, als Krieger sowieso nicht verkehrt. Und ja, das werden wir als erstes mal in Angriff nehmen. Ne? Aber auf jeden Fall sehr interessant. Wir sind schon kurz vor Stufe 600 mit dem Krieger hier, was echt lustig ist, auf jeden Fall. Und werden beobachten, wie sich das Ganze hier auf dem Server so entwickelt. Falls euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten war es das erstmal soweit von mir. Es gibt bald in Zukunft wieder ein paar Twitch-Streams, wenn ich wieder fitter bin, auf jeden Fall. Aber ja, ich denke mal, das Schlimmste ist jetzt seit gestern auf jeden Fall überstanden. Ja. Freunde, bis dahin alles Gute wünsche ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.